Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid, dass ihr heute an diesem Tisch zusammengefunden habt. Tenor Jonas Kaufmann ist ein Weltstar. Er hat Auftritte auf den großen internationalen Opernbühnen derzeit der Wiener Staatsoper. In seinem letzten Album widmet er sich dem Werk des Komponisten Giacomo Puccini. Außerdem feiert er Premiere als Intendant der Tiroler Festspiele Erl. Jonas, in deinem Genre gibt es auf der Bühne so viele intime Momente. Die sind so nah, die sind so innig, die sind so klein und gleichzeitig sollen viele zuschauen. Wie geht's dir mit diesem Spannungsverhältnis, mit diesem Zeig dich? Gibt's Momente, wo das Publikum stört? Ja, das darf ich natürlich jetzt eigentlich nicht laut sagen, weil ohne Publikum kein Auftritt, kein Beruf letztlich. Aber ich glaube, die Kunst ist nicht, dass man auf sozusagen wirklich aktiv ein Publikum hat, was einem im Weg ist, sondern dass man das vergisst. Also die Kunst besteht darin, dass ich auf der Bühne bin und in dem Moment, wo es losgeht, überhaupt nicht mehr daran denke, dass da 50, 500, 5000 Leute sitzen, sondern man sich ganz auf seine Sache konzentriert. Und das ist etwas, was man sich über die Jahre deutlich verfeinern kann. Am Anfang fällt einem das schwer und man braucht ein bisschen Anschub während der ersten Minuten auf der Bühne, bis man dann vielleicht diesen Weg gefunden hat. Und später legt man einfach den Schalter um und weiß, ich bin jetzt in meinem Ding und fertig. Aber ich kann das natürlich total verstehen, weil ich glaube, diese Zeiten, wo man Talente gehabt hat, die zu Hause geschlummert haben, in diesem Bereich, also im Musikerbereich, die man geschupft hat und gesagt, jetzt du doch mal, jetzt mach doch, du hast doch auch eine Stimme oder du kannst doch mal. Ich glaube, das ist wirklich längst vorbei, weil diese neue Art, sich über soziale Medien auszudrücken und auszutauschen, zwingt die jungen Leute ja praktisch dazu, sich coram publico ständig nackt darzustellen quasi. Und dementsprechend ist das in Fleisch und Blut übergegangen und eben, ich würde sagen, genauso, ich sehe es auch bei klassischen Künstlern manchmal schon zu viel, dass man eben schon gar nicht mehr als Lehrer diesen Einfluss nehmen kann, den es noch braucht, um die richtige Richtung einzuleiten, weil sie schon so sehr von sich überzeugt sind. Selbstüberzeugung ist unglaublich wichtig. Ohne das würde man es nicht machen. Ohne das würde man sich nicht hierher setzen oder vor ein Publikum stellen. Das ist ganz klar. Aber wie viel man davon gesund braucht und wie viel dann zu viel ist, das ist vielleicht... Die Selbstüberzeugung ist das eine, der Selbstzweifel das andere. Auch davon ist eine Dosis wahrscheinlich nicht ganz schlecht. Na klar, also wenn man nicht, ich habe früher immer gesagt, um eine Karriere richtig und gut zu machen und lang zu machen, muss man sein bester Kritiker sein. Also ich muss einfach sehr, sehr selbstkritisch sein und muss mich immer wieder beobachten und kann nicht einfach auf dieser Welle schwimmen und sagen, das passt schon und solange die Leute mir auf die Schulter klopfen, geht das. Weil die Schulterklopfer sind die Letzten, die dann sagen, jetzt war es eigentlich nimmer gut. Ja, also und diese Zeichen muss man dann schon sehr früh erkennen und entsprechend die Stellschrauben anders drehen oder eben die Segel streichen und sagen, das war's jetzt. Die letzte CD, die es von dir gibt, ist wieder eine Hommage an Giacomo Puccini, Love Affairs, mit ganz tollen Partnerinnen, diese intimen Momente in den schönsten Arien und Melodien von Puccini. Wir hören kurz rein. Wir hören da was? Das ist nicht was, das ist Madame Butterfly. Ja. Ne? Für dich eigentlich deine Inspiration gewesen, kann man das so sagen? Butterfly war, das ist richtig, ja. War die erste Oper, die ich bewusst gesehen habe als Kind, sehr kleines Kind. Ungefähr so alt wie mein Jüngster jetzt ist und ich war unfassbar fasziniert von diesem Genre. Also das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ich habe natürlich vorher schon zu Hause viel klassische Musik gehört, weil im Umfeld in der Familie das sozusagen den ganzen Tag irgendwie lief. Aber diese Emotionen, man hört es ja auch, wie intensiv das ist und das zu sehen und auch zu glauben. Als Kind glaubt man ja alles. Ich sage immer, da gibt es ja keinen Schutzmechanismus. Wir Erwachsenen, wir lehnen uns zurück, wenn beim Tatort einer umgebracht wird, wir sagen, ja, das ist ganz nett, aber das ist ja alles nicht wahr. Das gibt es ja bei Kindern nicht. Für die ist das ja alles echt. Und deshalb ist so ein Vollgas-Erlebnis wie so eine Oper mit Kostüm, Maske, diesem herrlichen Opernraum, dem Orchester und diesen Stimmen und dieser Musik einfach so unglaublich intensiv,
dass man da halt voll mitgeht. Und für mich war es ganz klar, also das ist was ich bis zum Rest meines Lebens zumindest begleitend machen möchte oder haben möchte. Jonas, du hast in Bezug auf deine Tätigkeit als Opernsänger mal gesagt, seit ich weiß, wie es geht, habe ich kein Lampenfieber mehr. Gilt das auch für deine neue Aufgabe als Intendant der Tiroler Festspiele in Erl? Weißt du schon, wie es geht und es gibt kein Lampenfieber mehr? Ja und nein. Also ich weiß natürlich nicht wirklich, wie es geht, das ist klar. Ich kann mich jetzt nicht anmaßen und sagen, ich habe das alles durchschaut und weiß ab Tag 1 ganz genau, welche Entscheidungen man richtig treffen muss und welche Knöpfe man drückt und dann passt es. Ich habe natürlich viel Erfahrung in dem Genre und dementsprechend habe ich im Vorfeld so viel wie möglich getan, dass diese Festspiele Erl zu einem Erfolg werden oder bleiben. Aber diese Aufregung habe ich dann doch sehr stark empfunden bei den allerersten Aufführungen, sogar vorher noch bei den Proben, bei den Endproben, weil diese Untätigkeit, die man dann plötzlich hat, dass man da draußen zusieht. Und ich habe neulich jemandem gesagt, das ist wie beim Kochen. Ja, ich kann die allerbesten Ingredienzen einkaufen, wenn aber jemand anders dann kocht, dann kann ich nicht garantieren, dass da was Großartiges dabei rauskommt. Es war alles gut, aber wenn es dann am Tisch steht und nicht schmeckt, was soll ich machen? Also insofern dieses Loslassen und da sitzen und darauf hoffen, dass das aufgeht, das ist eine ganz neue Erfahrung gewesen und die hat mich in den ersten Tagen wahnsinnig nervös gemacht. Aber gut, jetzt habe ich also die ersten Schmerzmomente oder Glücksmomente vielleicht hinter mir und jetzt, glaube ich, bin ich angekommen. Ja, das heißt, wenn der Kartenvorverkauf einmal läuft, dann tritt die Entspannung ein. Na, der Kartenvorverkauf ist es nicht, weil es ist ja, mir ist ja selbstverständlich klar, dass in dem Fall viele Menschen auch die Karten deshalb kaufen, weil sie sagen, jetzt schauen wir mal, was der Kaufmann da zusammen gerührt hat. Jetzt, ne? Und wenn es eben dann am Ende nicht schmeckt, dann haben diese Vorschusslorbeeren halt nur zu einem einmaligen Erfolg geführt. Aber ich meine, muss natürlich dann auf dieser Idee, dass die Leute kommen, weil mein Name da drauf steht, aufbauen können. Und das geht nur, wenn die Qualität so gut ist, dass alle sagen, ich muss unbedingt wiederkommen. Ja. Und das ist, ja. Du bist ja sozusagen als Opernsänger, ist es deine Aufgabe, dich auf Rollen vorzubereiten. Das weißt du, wie du das tust. Ist das diesmal auch so Vorbereitung auf eine neue Rolle? Ja, also es ist natürlich nicht so, dass ich irgendwas auswendig lernen muss oder sag, wenn ich jetzt mir die Noten oft genug angeschaut habe, dann weiß ich, wie das geht. Es ist viel Spontanität, es ist ganz andere Art von Vorarbeit. Es ist aber eben vor allem Vertrauen. Es ist zu wissen, was kann ich und was kann ich nicht. Was muss ich abgeben? Wir haben zum Beispiel einen großartigen Artistic Advisor, wie das so neudeutsch heißt, oder Casting Director, der für mich die meisten Entscheidungen, was die Besetzungen betrifft, macht oder zumindest die Vorschläge macht, weil man natürlich, wir haben eine Serie, dass eine Oper von jungen Künstlern gesungen wird, also wirklich Anfängern quasi, also die gerade in ihren ersten Jahren stecken. Und ich muss sagen, da habe ich keine Ahnung, die kenne ich ja nicht. Also und wenn ich sie kennen würde, wäre es vielleicht anrüchig, weil die sagen, was hat er mit denen, woher hat er die alle? Also insofern ist ganz klar, dass ich mich dann auf das Urteil von anderen verlassen können muss. Und das ist, glaube ich, ein Teil dieser Kunst, dieser neuen Beschäftigung, dass man halt abgibt und macht. Geht es ja auch um administrative Angelegenheiten? Klar, natürlich. Man ja auch abgeben muss. Ja, selbstverständlich. Das sowieso. Ich meine, ich kann natürlich, es ist ein Haus mit vielen Angestellten. Ich kann nicht und werde auch nicht jeden Tag dort vor Ort sein, um sozusagen die Atmosphäre in der Belegschaft oder das Gras wachsen zu hören. Dementsprechend ist es auch ganz wichtig, dass man Leute vor Ort hat, die eben das tägliche Geschäft machen kann. Und das ist für mich neu, logisch, weil ich habe das eigentlich immer in meinem Kämmerlein gemacht und komme dann fertig studiert auf die Bühne und sage, auf geht's. Das ist es nicht mehr. Aber du bist ja nicht ganz weit weg. Dein Wohnsitz ist ja jetzt mit deiner Familie Salzburg, hast dich strategisch gut platziert sozusagen, auch weil es in der Nähe von Erl ist. Auch aber, um die Familie, deine aber mittlerweile schon erwachsenen Kindern und deine jetzige Familie gut zu koordinieren. Ist Jonas Kaufmann als Papa greifbar? Ich glaube schon. Also ich bin über die Jahre deutlich greifbarer noch geworden. Das war sicher in den Anfängen meiner Karriere, wo das so richtig losgegangen ist, deutlich schwieriger.
Aus verschiedenen Gründen, weil man natürlich jetzt schlechter Nein sagen kann, weil man diesem Zug einfach folgen muss, weil man nicht weiß, ob noch mal einer vorbeifährt und gleichzeitig auch einfach technische Hilfsmittel. Ich kann mich erinnern, ich bin damals eben mit den ersten Reisen, wenn ich 6, 8 Wochen unterwegs war oder länger, gab es so kleine Kasteln, das, was man heute eben per Zoom oder Skype oder was auch immer macht, das konnte man da an den Fernseher anstecken und das andere in diese Westernbuchse und dann hat sich das eingewählt und wenn das beim anderen auch war, dann hat man mit Bild und Ton in unfassbar schlechter Qualität sich unterhalten können, aber es war trotzdem viel, viel mehr, als wenn man einfach nur die Stimme von den Kindern hört, aber dementsprechend ist es heute aus technischer Sicht leichter, aber auch so, ich habe ganz klar versucht, in den letzten Jahren einfach das Pensum zu reduzieren, die Abwesenheiten, vor allem die langen Abwesenheiten zu reduzieren und auch nicht mehr zu viele weite Reisen zu machen. Ich bin jetzt gerade, bin ich gerade in Asien unterwegs demnächst für einen Monat. Das wird hart, glaube ich, für unseren Jüngsten. Aber ansonsten ist das die große Ausnahme. Also. Thomas Jonas, vor einem Jahr hast du bei der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena in München gesungen. Du bist als Bayer, dem FC Bayern natürlich eng verbunden. Ich nehme an, auch der Familie Neureuter, oder? Ist ja in Bayern, hat er Legendenstatus. Ja, glaube ich, in ganz Deutschland sozusagen zumindest, oder Deutschland und Österreich durch diese großartige Liaison und natürlich dann auch im Fernsehen das heitere Berufe raten und so weiter. Das ist, ich meine, das hat ja eine ganze Generation geprägt. Also dadurch war natürlich der Name in aller Munde. Jonas, auf der Bühne stirbt man viele Tode als Opernsänger. Und dann gibt es aber so Momente wie letzte Woche, als die Tragödie um Clemens Haselsteiner, den Sohn von Hans-Peter Haselsteiner, der ja Präsident in Ehren ist und dem du eng verbunden bist, passiert ist, wird einem da wieder bewusst, wenn solche Tragödien passieren, das, was die Amelie gerade gesagt hat, dass es keine Alternative gibt? Natürlich ist das so. Es ist tragisch so, dass man solche Dinge braucht, um einen dran zu erinnern. Weil wir sollten uns eigentlich viel mehr damit beschäftigen. Und uns sollte eigentlich klar sein, ich habe es neulich wieder gelesen, dass man einfach nicht auf den sozusagen, dass der Tod nicht das ist, ich glaube, Lass Eidinger, habe ich gelesen, ein Zitat von ihm, dass der Tod nicht das ist, was nach dem Leben folgt, sondern das, was jederzeit eintreten kann. Und das ist absolut richtig. Und es gibt sicherlich in jedem Leben ein paar Einschnitte, wenn sie so tragisch sind wie beim Clemens, umso schlimmer, aber auch vielleicht andere Dinge, die einen dann beeinflussen und dazu bewegen, vielleicht sich nochmal neu zu justieren und auszurichten und zu überlegen, was will ich eigentlich noch erreichen. Und ich habe bei mir ist das, glaube ich, vor 15 Jahren so gewesen, dass ich praktisch wie aufgewacht bin oder aufgetaucht bin und gesagt habe, Moment mal, das ist es jetzt. Ich glaube, meine Bilanz sieht nicht gut aus. Und dass man sich irgendwann an diesen Punkt hinbewegt, wo man sagt, egal wann das vorbei ist, wenn ich dann die Möglichkeit hätte, zurückzuschauen, dann ist das so ausgewogen, dass ich sagen kann, das passt, das war's. Und das war damals nicht der Fall, das ist heute ganz sicher so. Aber das ist, glaube ich, etwas, was sich jeder auf die Fahnen schreiben muss, zu sagen, ich kann nicht alles aufschieben, das mache ich dann, wenn ich mal. Keiner garantiert, dass das, wenn ich mal, jemals existieren wird. Jonas, ist das eine Entwicklung, die dir Sorge oder Freude macht? Weil ich meine, künstliche Intelligenz wird in deiner Branche auch eine Rolle spielen. Absolut. Also ich hoffe sehr, dass ich den Tag nicht erlebe, wo wir nicht mehr persönlich auftreten müssen, sondern ein Knopf gedrückt wird und dann ist alles da. Aber wir haben jetzt auch, ich habe auch zufällig ein Projekt, wo der große Enrico Caruso, der wirklich ein fantastischer Sänger und eine tolle Stimme war, die aber ich ehrlich gesagt auch als junger Mann, ich hatte natürlich alle möglichen Platten von ihm, aber ich habe es nicht so gewertschätzt, weil die Aufnahmequalität natürlich zur damaligen Zeit einfach furchtbar war im Verhältnis zu dem, was man heute hat und dementsprechend nie so wirklich diesen Punch, wie man so schön sagt, in der Stimme gespürt habe. Und ich habe dann jetzt ein amerikanisches Team hat sich da hingesetzt und hat eben genau das gemacht mit der neuen Technik, die Stimme getrennt und zwar eben so getrennt, dass man sie wirklich gut verwenden kann und hat dann die Aufnahme einzeln, weil das ist eben das Problem, wenn man das alles auf einem Ding drauf hat und man muss bestimmte Frequenzen verstärken und gegenwirken gegen diese falsche sozusagen Aufnahme. Das kann man nicht machen, wenn das Orchester dabei ist. Also das heißt, das muss man einzeln machen und die haben das dann aufgearbeitet und wieder neu rausgebracht
Und es ist unfassbar, wie toll und wie modern diese Stimme klingt. Genau, und dann das haben ist die es. mir gesagt, naja, wie viele CDs gibt es von dir? Kein Problem. Also das, was jetzt am Markt ist von dir, wir können alles, was Verbessern. es gibt, nein, alles, was es an Literatur gibt, können wir dich singen lassen. Ja. Das ist einfach, wir müssen das bloß füttern und dann ist Prompten egal mit deiner was, Stimme und dann geht das Partien, schon. die du den Lebtag nicht gesungen hast, das geht. Kein Ja, das Thema. ist aber das andere. Das ist Voice Ja. Cloning. Ja, aber das ist, also das, und das Ja. ist natürlich das, was mich Schreckt. sozusagen Ja, umtreibt. schreckt. Was muss beim Catering, bei der Catering-Bestellung, wenn du singst, was ist da Dabei auf sein. alle Fälle dabei? Was kreuzt Jonas Kaufmann an? Wir brauchen ein ehrliches Bekenntnis. Oh, um Gottes Willen. Na, also Obst ist sowieso immer, weil das ist halt ein schneller Energiebringer. Finde ich viel angenehmer als irgendwann Zuckerl oder sowas. Aber sonst, ich habe keine Wahnsinnswünsche auf diesem Artist Rider. Ich habe doch eine Sorte Kekseln, weil wenn man wirklich irgendwie, wenn der Magen irgendwie schief hängt und sagt, jetzt dringend, ist das halt wichtig. Aber meistens bleibt das unangetastet alles Unspektakulär. zurück. Nein, weil man da doch keine Zeit hat Keine Zeit oder zum was auch Essen immer. hat. Aber ich denke, die Variation ist ja genau das. Ja. Es geht ja eben nicht nur darum, dass man wirklich ein paar Gemüse isst, sondern dass man sich auch vielleicht dazu zwingt. Und das passiert vielleicht ganz automatisch. Also ich habe, glaube ich, sehr viel Fantasie, was Essen und was Rezepte betrifft. Und habe immer sofort eine Idee, was man vielleicht mal machen könnte oder was man neu kombinieren kann. Und dementsprechend passiert das eben nicht, dass es jeden Mittwoch das und jeden Freitag das gibt. Und das, glaube ich, ist schon sehr hilfreich, um eben auf diese Zahl oder an diese Zahl oder deutlich über diese Zahl hinauszukommen. Ja. Wenn man jetzt dreimal die Woche, wie meine Kinder sagen, beim Schachtelwirt isst, also das ist das Restaurant, wo man die Sachen in diesen Kisteln kriegt, ne? Dann ist klar, dann hat man, was hat man da? In dem Burger ist ein bisschen Weizen drin gewesen. Gilt nicht, wenn es kein Vollkorn ist, weil da haben die sicher nichts davon. Was ist die mit Gurkenscheibe den Pommes wahrscheinlich. frites? Gibt's Auch da nicht, nachher wenn sie hochverarbeitet Das sind. sieht mal aus. Ne? Also Schachtel, mit dem Schachtel.